Warum wurde dieser Duft bloß eingestellt oder die Düfte? Das Eau de Toilette und das Eau de Parfum von Opium Pour Homme von Yves Saint Laurent. Einer meiner Lieblingswörter, aber auch Marken. Ja, Opium Pour Homme, Eau de Toilette und Eau de Parfum. Da wollen wir drüber reden. Mein Name ist Dennis. Moin aus Hamburg. Ja, das ist einer der schönsten Düfte, die es überhaupt mitgibt. Das ist eine Erinnerung an früher. Hier, das ist die Vintage-Version. Das ist die Version danach. Allerdings auch nicht zu alt, aber ja, eingestellt worden, schon lange. Wir fangen mal mit den Eau de Toilette an. Hier, das ist dieser Flakon, schlicht gehalten, aber sehr cool. Selbst der Flakon, wie ihr sehen könnt, das gibt es so nicht mehr. Und der Duft ist richtig schön. So, ihr meint ja, dass Yves Saint Laurent sehr erotische Düfte macht mit... Ihr kennt ja die Düfte, L'Arne de l'Homme und so weiter. Natürlich, aber Opium wird komplett vergessen. Das Eau de Toilette könnt ihr, sag ich mal, am Tag benutzen. Ja, man kann ihn auch abends benutzen. Aber diese schöne Johannisbeere, schwarze Johannisbeere mit den Sternanis, ganz wichtig hier. Sternanis kommt so elegant, sexy, erotisch rüber. Richtig schöner Sternanis, leicht. Ja, ich weiß gar nicht, Sternanis ist immer so schwer zu beschreiben, finde ich. Nicht zu doll lakritzartig, eigentlich fast gar nicht, aber süßlich, schön so balsamisch, lakritzartig, wie nennt man dieses, wenn der Lakritz, Salmiak-Style schon ein bisschen mehr, aber dann die schwarze Johannisbeere, die Süße bringt, richtig schönes Teil, ja. Dann haben wir ein bisschen Pfeffer, wir haben Vanille natürlich hier drin und das macht diesen Duft richtig anschmiegsam. Leider kannte man den früher wirklich nur. Beziehungsweise, ich muss auch hier gestehen, das Eau de Toilette ist untergegangen, weil alle das Eau de Parfum, was gleich kommt, im Endeffekt getragen haben. Ja, das Eau de Toilette ist leider komplett untergegangen, obwohl ich ehrlich gestehen muss, gerade dieses Zusammenspiel mit den Sternanis und so weiter und so fort, sorry, ist einfach genial, weil das habt ihr im Parfüm nicht. Im Parfüm ist noch Amber, Vanille. So, und eine schwarze Johannisbeere, Punkt. Das ist ganz anders, ne? Na klar wird da auch ein bisschen mehr drin sein, als was angegeben ist irgendwo. Aber hier haben wir, wie gesagt, Sternanis und das merkt man. So, und der ist erotisch, der ist nice einfach. Da liegt die Betonung auf nice, den könnt ihr das ganze Jahr tragen. So, und das Eau de Parfum, da haben wir es im Endeffekt ein bisschen, ja, man sieht, die Farbe ist ein bisschen mehr gelb. Aber das liegt auch daran, der ist natürlich auch schon ein paar Jahre alt. Und hier haben wir natürlich Amber, aber... einfach, das ist das Ding. Klar, ich finde den Eau de Toilette geil und habe ihn auch, aber das Eau de Parfum ist einfach das Ding. Einer der schönsten. Amber, ich bin auch der Meinung, Vanille, Amber, Johannisbeere, wie gesagt, Duft, schönes Teil, anschmiegsam, noch erotischer, noch sexy als das Eau de Toilette, richtig geil. Und früher sah der dann so aus, das ist die Vintage-Version. Die Version kam danach, wo sie den eingestellt haben. Wenn ihr mich jetzt fragt, klar, der ist jetzt ein bisschen länger auf dem Markt, kann man immer, finde ich fürchterlich, vor allen Dingen hier im Licht, kaum sehen, wo der Sprüher ist da. Wenn ihr mich jetzt fragt, er ist vielleicht etwas tiefer, ein bisschen mehr Amber, aber nachdem er ja auch ein paar Jahre auf dem Puckel hat, ist das jetzt dann auch inzwischen anders. Also das Eau de Toilette im Endeffekt haben wir auch hier. Also so viel Unterschiede gibt es tatsächlich nicht. Aber wer natürlich trotzdem immer die alte Version haben möchte, aber die muss so gut, sag ich mal, erhalten sein, weil das macht sonst keinen Sinn. Der kann auch in der Kopfnote jedenfalls, kann der ein bisschen kippen. Heißt nicht, dass er komplett dann im Arsch ist. Nein. Meistens, wenn die Düfte sehr alt sind, ist das, sag ich mal so, in der Kopfnote verändert sich das ein bisschen. So, aber das heißt nicht, dass er gekippt ist. Man riecht immer schon, dass sie dann ein bisschen, ja, Jahre auf dem Puckel haben. Manchmal nicht, manchmal ja. Hier kommt das immer drauf an. Ich finde fast gar nicht. Wie gesagt, es kommt immer drauf an. Also ich mache meine Düfte natürlich sehr trocken, kühl, dunkel lagere ich die, vor allen Dingen auch die Vintage-Düfte. Ich habe ja einige Düfte, die eingestellt sind, die es nicht mehr gibt. Und ja, das ist wirklich ein heiliger Gral, den ich hier zu Hause habe. Überhaupt diese ganze Reihe. Also ihr müsst mal versuchen, wenn ihr wirklich erotische Düfte haben wollt, mit Amber, also das ist hier gleich mal vorweg, kein Blond Amber, ne?
Das ist einfach eigenständig, was Yves Saint Laurent gemacht haben. Natürlich ist mit L'Arne de l'Homme das Eau de Toilette, selbst das, sag ich mal, Intense ist sehr erotisch. Das L'Arne de l'Homme Intense, das Normale, das Parfüm, was es da alles gibt, ne, sind schon geile rein und überhaupt auch Yves Saint Laurent mit Chorus, geile Düfte früher gemacht und da gehörte der auch zu. Leider lange eingestellt und ich weiß gar nicht, wann der eingestellt worden ist, finde ich sehr, sehr schade und ja, im Endeffekt, ja, ich finde einfach, Opium hat was für den Mann. Also verwechselt das nicht mit Opium für die Frau oder ich glaube, gab es auch für die Frau, ne? Das verwechselt nicht. Und Oldschool, finde ich, riecht dieser Duft überhaupt nicht. Egal welche Version, das Eau de Toilette und auch nicht das Eau de Parfum. Also das ist schon richtig von allerfeinsten. Wenn ihr natürlich die Version hier kriegen könnt, was aber wirklich sehr, sehr schwer ist, weil selbst die beiden, ich hole jetzt immer wieder das hier raus, selbst die beiden wird's schwer. Aber wenn dir einer auf Parfumo zum Beispiel anbietet, schlag zu. Er muss natürlich in Ordnung sein. So, das ist ganz klar. Und ja, sehr, sehr nice. Übrigens für die Leute, die mich immer da fragen, da möchte ich mal ganz kurz was sagen. Ihr könnt, da ist auch ein Ordner, wieder ein neuer. Da sind Düfte drin, die ich eventuell abgebe. Schlagt einfach vor, welchen ihr haben wollt, sagt mal irgendeinen Preis, whatever, oder fragt allgemein in meine Sammlung und ich sag euch dann, ob ich den abgeben würde, weil ich meine Sammlung eben ein bisschen verkleiner. Ich habe über 1300 Düfte inzwischen schon wieder, über 1300 und ich muss mich einfach verkleinern. Die Besten der Besten möchte ich behalten. Das wird natürlich bei so einer riesen Sammlung ziemlich schwer, aber da könnt ihr mich dann anfangen. Oder in den Ordner sind, glaube ich, schon 25 Düfte drin, die ich wahrscheinlich abgeben würde. Sagt mir einfach, welchen ihr gut findet, wie gesagt, und sagt mir dann, was ihr da ausgeben würdet für, weil fragt mich nicht so viel, sagt es einfach, dann geht das alles schneller und so weiter. Und ja, wenn überhaupt. Es ist immer schwierig, Düfte loszuwerden, auch vor allen Dingen, die ich auch sehr so gekauft habe und so, und weil ich auch Creator bin, aber nicht, weil sie schlecht sind, sondern es ist einfach so, und da gehört der natürlich nicht zu, aber es ist einfach so, wie gesagt, ich sagte, ich möchte die Besten der Besten behalten, das wird allerdings trotzdem sehr, sehr viel bleiben, aber manche sage ich einfach, da könnt ihr vielleicht mehr mit anfangen. Und ich verschenke manchmal auch an meinen Kumpel oder an meinen Bekannten so, verschenke ich auch mal einen Duft. Das ist gar kein Problem, aber ich muss ja auch nicht alle verschenken, ne? Aber dementsprechend ist das immer so. Könnt ihr gerne auf Parfume bei Dog, ja, außer Fragrance, ihr nur Dog, aber das wisst ihr inzwischen, mal gucken. Ja, dementsprechend, das soll hier auch nicht irgendwas sein, Werbung oder sag nur, weil ich krieg da mal Anfragen und dann kommt, ich muss immer alles wiederholen. Das wisst ihr aber inzwischen. Eigentlich sind ja, die mich da anschreiben, eingefleischte, auch die hier zuschauen. Eigentlich wisst ihr das, aber ich will das nochmal nicht so viel schreiben vor oder welche Düfte würdest du abgeben. Frag einfach. Entweder gebe ich ihn ab oder nicht. Oder schaut in meinen Ordner, da wo so schon frei ist. Ja, so dementsprechend hier Opium. Sehr nice. Ja, ihr könnt mal runterschreiben. Kennt ihr Opium? Pur Homme für den Mann. Absolut Brett. Absolut genial, finde ich sehr, sehr nice, aber ja, dementsprechend müsst ihr mal gucken, ob ihr den noch findet oder nicht, weil ich finde ihn sehr cool, einer der schönsten Düfte in meiner Sammlung und ich verstehe es bis heute nicht, warum der eingestellt worden ist, aber gut, muss ich auch vielleicht nicht, also dann würde ich sagen, bin ich raus, Grüße gehen raus an euch und an meine Mitglieder, Opium Pur Homme, absolut geil, als Eau de Toilette und natürlich als Eau de Parfum, also reinhauen in die Tasten, schreibt mal, ob ihr welchen, oder ob ihr, vielleicht habt ihr ja noch beide, vielleicht habt ihr auch die Vintage-Version. Das wäre natürlich geil. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.